Blomcast. Turning Points in History. Wendepunkte in der Geschichte. Herzlich willkommen beim Blomcast, dem Podcast, der sich mit Wendepunkten in der Geschichte auseinandersetzt. Und heute haben wir einen kleinen historischen Moment im Blomcast, denn mein Gast ist Jörg Barbarowski und damit der erste Gast, der zum zweiten Mal kommt. Die erste Episode mit Jörg Barbarowski war die meistgehörte des Blomcasts und es ging um Russland und die Macht und ob es so etwas gibt wie ein russisches Machtverständnis. Heute gehen wir in den Westen mit unserem Thema, denn es geht tatsächlich um unser aller heilige Demokratie. Jörg Barbarowski, schön, dass Sie da sind. Hallo, freue mich auch. Herr Barbarowski, ich habe es gerade gesagt, wir haben vor einiger Zeit gesprochen und da ging es um die russische Konzeption von Macht und die haben Sie, wie ich fand, sehr eindrücklich dargelegt. Das heißt auch, wie unterschiedlich die historischen Verhältnisse in Russland die Erwartungen geprägt haben an Menschen, wie Macht aussieht und wie man regiert wird. Ich kann nur allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, das nachzuhören, wenn Sie das interessiert, denn es erklärt auch viel über heute. Gleichzeitig aber Sie haben sich ein Gelehrtenleben beschäftigt mit der Geschichte Russlands, mit der Geschichte des Stalinismus, mit der Geschichte Russlands seit dem Kommunismus. Es ist viel passiert in diesen, ich glaube, doch 2 Jahren, seit wir miteinander gesprochen haben, gerade in der Ukraine, gerade auch mit Russland. Was hat sich bei Ihnen verändert? Was hätten Sie nicht erwartet? Wo sehen Sie sich bestätigt? Wo stehen wir heute in Ihrem Kopf? Ich hatte damals, glaube ich, in unserem Gespräch schon gesagt, dass ich nicht erwartet hätte, dass dieser Krieg Wirklichkeit werden würde. Habe ich mich getäuscht, aber wir sollen ja auch keine Prognosen abgeben. Also das hatte ich nicht für möglich gehalten. Was mich dann aber gar nicht erschüttert hat, ist, was daraus geworden ist. Weil ich mich nun lange mit Fragen von Krieg und Gewalt befasst habe und dann doch sehe, dass sich vieles in der Geschichte zwar ändert, manches aber nicht. Und was sich nicht ändert, ist, wie Menschen mit Katastrophen umgehen. Das tun sie auf eine Weise, die ihnen vertraut ist. Und das hat mich jetzt nicht überrascht, dass der Krieg, wie er sich jetzt vollzieht, dass er sich auf eine Weise vollzieht, die mir sehr vertraut ist, die ich schon kenne aus der Vergangenheit. Nämlich? Der Fatalismus, mit dem Menschen dem Krieg begegnen. Die Fähigkeit der Improvisation auf der einen Seite und die andere Seite das völlige Unvermögen der staatlichen Strukturen, den Krieg zu organisieren. Also dieses immer wieder auf das alte Muster hinauslaufende Konzept, Menschen sinnlos zu opfern. Was ein sehr russisches Muster ist. Ja, das ukrainische Muster ist nicht anders. Also da würde ich immer sagen, das gehört zu einer sozusagen lang gelebten Kultur des Umgangs mit Menschenverlusten und mit Gewalt, dass es der Staatsgewalt vollkommen gleichgültig ist, wie viele Menschen dabei umkommen und dass man am Ende immer darauf vertraut, dass man leidensfähiger ist und es länger durchhält als die anderen. Und das ist so ein Muster, das sich wiederholt. Aber heute in diesem Krieg ist das ukrainische Muster doch sicherlich anders. Ich meine, einerseits kämpft die Ukraine einen Verteidigungskrieg und hat deswegen natürlich ganz andere Voraussetzungen. Aber sie scheinen auch viel mehr ihre eigenen Verluste zu vermeiden, während in Russland wirklich Soldaten unbewaffnet ins Niemandsland geschickt werden. Ja, darüber wissen wir wenig, weil unsere Informationen von der Ukraine stammen. Das kann sein. Deshalb wäre ich da sehr vorsichtig. Was sehr, glaube ich, bedeutsam ist, dass zu Anfang des Krieges die Ukraine deshalb erfolgreich war, weil ihre Offiziere von NATO-Einheiten ausgebildet worden waren, also sehr viel besser trainiert und eingestellt waren auf den Krieg als die russische Seite. Die sind aber fast alle tot. Und die ukrainische Seite verfällt in das gleiche Muster wie die russische Seite, nämlich das, was sie über Generationen schon kannten. Also das ist nicht anders, wenn man sich anschaut, wie die ukrainischen Soldaten rekrutiert werden, wie die jungen Männer von der Straße geholt werden und wie viele da jetzt desertieren und inzwischen in Westeuropa sind. Ich glaube, macht man sich was vor, wenn man so tut, als sei das ganz anders.
als auf der russischen Seite. Da haben Sie vielleicht bessere Informationen als ich. Ich hatte schon den Eindruck, dass es anders ist. Ja, der Unterschied besteht vor allem darin, dass die russische Seite Soldaten mit Verträgen rekrutiert. Das heißt, die haben eine größere Bereitschaft zu sterben als die ukrainischen, weil allen Soldaten nicht nur ein sehr hoher Sold von umgerechnet 2.000 Euro im Monat versprochen wird, sondern auch eine Hinterbliebenenrente für den Fall, dass sie fallen, für die Familien. Und da das Menschen aus Dörfern sind, die sehr arm sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie desertieren, sehr viel geringer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich aufopfern, höher als auf der ukrainischen Seite. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass die Tatsache, dass die russische Seite nicht mehr mobilisiert hat, die großen Städte beruhigt. Also die jungen Leute in den großen Städten, die gehen dann eben nicht weg, weil sie wissen, dass man sie nicht einziehen wird. Und in der Ukraine macht man das nicht, sodass es dort jetzt inzwischen große Probleme gibt, neue Männer für den Kriegsdienst zu rekrutieren. Wobei das auch seltsam ist, denn es heißt, dass Russland effektiv mit einem Söldnerheer kämpft. Ja, man kann das natürlich, so kann man das nennen. Ne? Es sind im Grunde Vertragssoldaten. Also jetzt sind Soldaten aus Kenia angeworben worden. Es kämpfen Soldaten aus Nordkorea, die bezahlt werden. Und es werden tatsächlich Soldaten rekrutiert, die aus den Dörfern und den Randregionen der russischen Föderation kommen. Ne? Und die werden mit Geld gelockt. Da geht es nicht um Patriotismus, es geht nicht um das Vaterland, darum geht es ohnehin nie an der Front. Das würde ich immer sagen als jemand, der sich mit Krieg auskennt und mit der Gewalt auskennt. Aber so wird auch gar nicht mobilisiert. Es wird auch in Gefängnissen mobilisiert. Also sie mobilisieren Gefangene und versprechen denen die Freiheit, wenn sie in die Armee gehen. Das ist der Zynismus und der ist nicht neu. Das ist ein altbekanntes Muster, auf das beide Seiten auch zurückgreifen. Und ich würde immer sagen, Menschen tun das, was sie schon kennen, was sie gewohnt sind und von dem sie wissen, das hat in der Vergangenheit immer irgendwie funktioniert. Darauf greifen sie wieder zurück. Und was die russische Seite gar nicht will, ist ihren eigenen Leuten Verantwortung zu übertragen, weil sie ihnen nicht trauen. Es gibt kein richtiges Unteroffizierskorps in der russischen Armee und deshalb verfallen die immer in dieses alte Muster, dass die Leute Welle um Welle in den Tod geschickt werden und hoffen darauf, dass die anderen dadurch zermürbt werden. Und das ist im Grunde das traurige Konzept, das dahinter steht. Jörg Barbarowski, in Ihrem neuen Buch geht es eigentlich auch um alte Muster, aber um alte Muster auf einer anderen Seite, nämlich um das Muster, das wir in unserem Kopf haben, dass wir in einer liberalen Demokratie leben und dass das so ist, weil das so sein muss und dass die Welt natürlich nun mal so ist und dass wir uns deswegen gegen jede Bedrohung verteidigen müssen. Und Sie sagen, das ist richtig, aber, und auch da ist ein Muster, das viele Leute nicht sehen. Was ist dieses Muster? Die liberale Demokratie ist eben doch nur eine Form unter verschiedenen Formen der Demokratie, die vorstellbar ist. Die alten Athener, die alten Griechen hätten unsere Demokratie für vollkommen undemokratisch gehalten und hätten sie abgelehnt. Lenin hätte gesagt, die repräsentative Demokratie ist gar keine richtige Demokratie, weil dort nicht zählt, was die Mehrheit will. Die Anhänger der direkten Demokratie würden sagen, die Repräsentanten belügen ihre Wähler. Demokratie ist nur, was direkt wirkt und den Willen direkt zum Ausdruck bringt. Das altbekannte Muster ist im Grunde, dass diejenigen, die die Wähler oder den Souverän repräsentieren, immer schon gesagt haben, dass es besser ist, dass nicht gelten soll, was die Mehrheit will, sondern dass eingeschränkt werden muss, was der Souverän will. Es ist ein altes Muster der liberalen Demokratie, die so im 19. Jahrhundert entsteht und sich gar nicht Demokratie nennen lassen wollte. Die amerikanischen Verfassungsväter wollten nicht, dass das Demokratie heißt, was sie da im Sinn hatten, sondern die Repräsentation ist im Grunde ein System, das den Souverän von der Macht möglichst weit fernhalten will. Also der Pöbeldiskurs, über den der wird heute in andere, also früher hat man gesagt, Arbeiter, Frauen und Tagelöhner sollen nicht wählen, weil sie nicht selbstständig sind und weil sie nicht unabhängig sind und weil sie ungebildet sind.
Das kann man heute nicht mehr sagen. Das allgemeine Wahlrecht kann niemand rückgängig machen. Deshalb entscheidet man über welche Fragen soll man denn nicht mehr abstimmen. Also welche Fragen sind schon gesetzt. Es gibt also eine Tendenz in der repräsentativen liberalen Demokratie, dass die Repräsentanten sich von den Repräsentierten unabhängig machen. Und das wollten Madison, Adams und andere amerikanische Verfassungsväter auch. Sie wollten eben, dass die Repräsentanten nicht abhängig sind von ihren Wählern, dass es kein imperatives Mandat geben sollte. Und diese Tendenz ist eigentlich immer da. Das ist gar nichts Neues und auch nichts Ungewöhnliches, dass das passiert. Neu ist nur, dass die Repräsentanten jetzt behaupten, ihre Form der Demokratie sei die einzige, die überhaupt nur möglich sei. Und das ist definitiv etwas Neues und zugleich ist es etwas Falsches. Und damit sind wir natürlich mitten in der Tagespolitik. Sie haben dieses Buch nicht ins Blaue hineingeschrieben, sondern es geht sehr stark um ein Europa oder eigentlich einen Westen, in dem Parteien an die Macht kommen, sehr stark werden, die zum Teil den Grundprinzipien dieser Demokratien widersprechen. Und die offen sagen, wir wollen einige dieser Grundprinzipien abschaffen, zerstören, loswerden. Wir wollen einiges rückabwickeln, was sich gegeben hat. Und in Italien ist so eine Partei an der Macht, ist aber pragmatischer, als sie während des Wahlkampfes schien. In Österreich und Deutschland ist so eine Partei entweder die stärkste Partei oder im Begriff, die stärkste zu werden. Und das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die nächsten Wahlen. Und gleichzeitig gibt es das Sprechen von der Brandmauer, der Nichtbeteiligung dieser radikalen Kräfte, die sich außerhalb des demokratischen Konsens stellen, etc. Das ist demokratiepolitisch immer schon ein Problem, eine Partei, die die größte Partei ist, auszugrenzen. Gleichzeitig aber natürlich kann man Demokratie auch auf demokratischem Weg abschaffen. Also wo gehen wir hin damit? Das weiß ich natürlich nicht. Und ich will es auch gar nicht, ich kann es auch gar nicht wissen, weil die Zukunft offen ist und weil die Demokratie auf dem Prinzip der Unsicherheit basiert. Wer Sicherheit haben will, soll sich in einer autoritären Ordnung einrichten. Die Demokratie lebt mit der Unsicherheit. Wir wissen nicht, was sein wird. Wir wissen nicht, ob die Wahlgewinner sich an die Regeln halten werden, anschließend, oder ob sie erklären wie Hitler, dass das die letzte Wahl gewesen sein wird. Und wir wissen auch nicht, wie die Minderheit sich verhalten wird. Ob sie, wenn sie die Wahlen verliert, den Protest auf die Straße trägt und die Revolution ausruft. All das wissen wir nicht. Wir vertrauen darauf, dass es, weil es im Interesse aller zu sein scheint, dass sich alle an die Regeln halten. Und natürlich kann die Mehrheit in einem Parlament vermeiden, mit einer Politik, mit einer Partei zu koalieren oder gemeinsame Sache zu machen, die sie ablehnt. Das ist auch ein völlig normaler Vorgang. Ich erinnere an die italienischen Kommunisten der 70er Jahre. Die waren eine Zeit lang die stärkste Partei im italienischen Parlament, aber niemand wollte mit ihnen koalieren. Und darüber hat sich auch keiner besonders aufgeregt, dass das so war. Die Kommunisten sollten von der Macht ferngehalten werden. Das war in Frankreich auch so. Und bis Mitterrand dann sozusagen diese Brandmauer eingerissen hat. Ich glaube 1980 war es bei den Wahlen in Frankreich. Da waren die Kommunisten plötzlich eine Regierung und siehe da, die Welt ging nicht runter. Es passierte eigentlich gar nicht viel, weil in der Demokratie Kompromisse gemacht werden müssen. In meinem Buch gehe ich auf diese Fragen ja eigentlich gar nicht ein, sondern ich versuche ja gar nicht Stellung zu nehmen zu irgendwelchen parteipolitischen, tagespolitischen Ereignissen, sondern mich interessiert die Frage, ob wir uns nicht eigentlich über etwas aufregen, was eigentlich immer schon da war. Und damit meine ich, dass im System der Repräsentation der Populismus eigentlich immer schon eingeschrieben ist. Der immerwährende Schatten der Repräsentation ist der Populismus. Dort, wo repräsentative Systeme agieren, die müssen gar nicht demokratisch sein, wird ja immer der Anspruch erhoben, dass jemand das Volk, was immer es auch sein mag, repräsentiert. Aber wo dieser Anspruch erhoben wird, ist Herrschaft immer begründungspflichtig.
Also in einem System wie dem russischen zum Beispiel ist Populismus gar nicht möglich gewesen, weil es gar kein System der Repräsentation vor 1906 gab und auch niemand, also kein Zar behauptet hätte, er sei Repräsentant des Volkes, sondern er war Quelle allen Rechts. Wo aber in der abendländischen Tradition immer wieder der König von Gottes Gnaden oder der Herrscher, der souverän ist, oder die Herrschaft, die sich auf das Volk beruft, wo das ins Spiel kommt, ist das immer eingeschrieben, dass diejenigen, die repräsentiert werden, sagen, nein, so habe ich mir die Repräsentation nicht vorgestellt. Und deshalb ist der Populismus gar nichts Neues. Den hat es immer schon gegeben, zu allen Zeiten. Und zu allen Zeiten, sagen alle radikalen Demokratietheoretiker, haben Menschen auf der Straße Barrikaden gebaut, haben sie gestreikt, sind wütend, ausfallend gewesen. Und das wiederholt sich immer dann, wenn Systeme in eine existenzielle Krise geraten. Und das passiert jetzt gerade. Und im Grunde beschreibe ich das nur, dass das nichts ist, worüber man verzweifeln muss. Das muss man aushalten. Und am besten ist, man geht drauf ein und dann greift die Stimmung auf. Denn, den Satz möchte ich vielleicht noch sagen, Politik ist nicht der Austausch von Argumenten. Das wird immer durcheinander gebracht. Politik heißt, Stimmungen aufgreifen, Emotionen abrufen und Emotionen schüren. Das ist es. Wahlplakate heißt Willi wählen, Freiheit statt Sozialismus. Das ist, was in der Politik passiert, und da wird Gefolgschaft gebunden. Und das machen alle. Und jetzt im Augenblick haben wir eine extreme Situation in allen europäischen Ländern, wo die Extreme gestärkt werden. Gab es aber auch schon mal in den 20er Jahren, gab es auch schon mal zu anderen Zeiten. In den 20er Jahren ist das nicht so gut ausgegangen. Genau, ist das nicht gut ausgegangen. Aber das Neue ist doch jetzt, die populistischen Parteien von links und rechts, keine von diesen Parteien wirbt mit der Diktatur des Proletariats oder dem Führerstaat, sondern alle schreien erstmal nach mehr Demokratie. Und da jetzt alle im Chor schreien und der Streit groß ist, würde ich sagen, hat doch die Demokratie erreicht, was sie sein soll, nämlich die leidenschaftliche Debatte über den richtigen Weg. Und dem muss man Raum geben. Und man muss das aushalten, würde ich immer sagen. Alles andere, man kann sagen, ich finde das unangenehm und ich möchte gerne all die Leute, die unangenehm sind, die will ich nicht haben. Das kann man machen, aber man sollte es dann nicht Demokratie nennen. Mein Gott, es gibt so viele Fragen. Fangen wir an. Wenn ich Ihnen zuhöre, wenn ich Ihre Ausführungen lese, scheint es mir, dass das ein interessantes Gegengewicht ist in der gegenwärtigen Debatte, und aus einem einfachen Grund: Es ist ein historischer Blick und kein politischer Blick. Der politische Blick ist innerhalb des Systems, innerhalb des Prozesses, und fragt sich, wie kann man das alles gegeneinander ausbalancieren, wie kann man das alles am Laufen halten, wie kann man das alles vom Zusammenbruch schützen, und vielleicht auch natürlich optimieren und weiterbringen. Aber es ist systemimmanent sozusagen. Wenn man Historiker ist, dann hat man gesehen, Staaten kommen und Staaten gehen, Systeme erscheinen und Systeme vergehen wieder. Und immer magischerweise glauben die Menschen, dass ihr System das einzig natürlich Richtige ist. Genauso wie magischerweise alle Menschen in die einzig wahre Religion hineingeboren werden. Und immer werden dann solche Brüche als auch existenziell wahrgenommen, weil eben sozusagen die Ordnung der Dinge gestört wird. Wie wichtig ist es in dieser politischen, aufgeheizten Stimmung, mehr historischen Blick in die Debatte zu bringen? Das ist, glaube ich, wirklich entscheidend, damit Menschen verstehen, dass das, was gerade geschieht, nichts Außergewöhnliches ist. Ich verstehe sehr gut, dass Politiker, die im Wahlkampf sind und die um Stimmen werben, dass sie dramatisieren müssen. Das müssen sie ja. Natürlich müssen sie vor den Populisten warnen, und die Populisten müssen vor dem korrupten Staat warnen. Das ist das, was in der Politik passiert. Das ist so, das machen Politiker. Und dass die das dramatisieren, finde ich überhaupt nicht schlimm. Nur die Beobachter, also die Journalisten, die Analytiker, die Soziologen und so weiter, sollten doch einen anderen Blick auf diese Dinge haben und sich vergegenwärtigen, dass schon nicht nur die 20er, sondern auch die 80er Jahre, die Nachrüstungsdebatten, die AKW-Bewegung, die 68er, wenn man an 68 denkt, das waren doch alles populistische Bewegungen, die sozusagen den Zorn auf die Straße verlagert haben.
Und die Politik, also die im Parlament saßen und in den Ministerien, haben darauf reagiert. Es ging ja nicht immer nur um Wahlen, sondern es geht ja auch darum, was machen wir mit Terrorismus, mit der RAF, was machen wir mit der 68er-Bewegung, wie begegnen wir den K-Gruppen. Gab es dann die Berufsverbote, ne, die eingeführt wurden, haben wir auch vergessen unter Willy Brandt. Wie geht man mit verknöcherten Strukturen um? Mehr Demokratie wagen, hat Willy Brandt gesagt. Die Anti-AKW-Bewegung konnte sehr extrem und gewalttätig werden. Die Brockdorf-Demonstrationen, was es alles gab, die riesigen Demonstrationen der Friedensbewegung, das hat alles nicht im Parlament stattgefunden, sondern anderswo. Und wir haben das vergessen. Und auch damals wurde das Ende der Welt an die Wand gemalt. Da ist von der geistig-moralischen Wende die Rede gewesen. Da muss man dagegenhalten. Das ist alles nichts Neues. Und es ist nicht schlimm. Und es tut nicht weh. Und man muss einfach lernen, damit umzugehen. Ich habe immer das Gefühl, dass man das in den romanischen Ländern, die doch eine andere Tradition haben des Politischen, vor allen Dingen in Frankreich, dass man damit besser umgehen kann. In Frankreich, ich habe mir heute noch mal vor dem Gespräch, es gibt da so eine Website, die heißt Politpro, die gucke ich mir gern an. Da sind Umfragen in allen europäischen Ländern. Und da kann man sehen, dass die und die Linksextremen in Frankreich 75% aller Stimmen haben. Auf die Mitte, Le Pen ist bei 30. Dann gibt es noch 2 rechtsradikale Parteien rechts von Le Pen, die haben nochmal zusammen 9, sind 39%. Und dann gibt es 3 linksradikale Parteien, die auf 25 oder 30 fast kommen. So, das ist die Realität in Frankreich. Aber interessanterweise ist da weniger als bei uns davon die Rede, dass die Welt untergeht. Ich glaube, weil es eine Tradition gibt im französischen kollektiven Gedächtnis, dass die Barrikade zur Nation gehört. Das kennt man schon. Da geht es einfach deftig zu. Sie gehört so sehr zur Nation, dass Frankreich das einzige Land ist, ich habe eine Zeit lang in Paris gelebt, wo man wusste, in jedem Mai gibt es eine riesige Massendemo, Millionen von Menschen werden auf der Straße sein in Paris. Nur bis 2 Wochen vorher wusste man noch nicht, wofür oder wogegen. Ja, genau. So ist es. Das fand sich dann immer, und das war einmal gegen Le Pen und einmal gegen die Schwulen-Ehe. Es kann wild hin und her gehen, aber das einzig Sichere ist, dass sozusagen dieses revolutionäre Ritual tatsächlich stattfindet. Genau, das ist ganz anders und dort wissen es die meisten auch. Und deshalb ist es, glaube ich, kein Zufall, dass ich habe mich auf diese Leute sehr gestützt in dem Buch, dass die radikalen Demokratietheoretiker wie Chantal Mouffe oder Jacques Rancière oder Pierre Rosanvallon, dass diese Leute eine ganz andere Vorstellung von Demokratie haben. Die ist gar nicht auf Konsens gegründet, sondern diese Theoretiker argumentieren ja geradezu, dass Demokratie auch immer gegen den Staat gerichtet ist. Das ist ein interessanter Gedanke, der von Karl Marx stammt. Demokratie heißt immer auch gegen staatliche Strukturen und Bürokratie ankämpfen, weil die Bürokratie das Leben verkrustet. Gehört zur Demokratie, dass die Bürger dagegen Sturm laufen. Und die radikalen Demokratietheoretiker sagen, nur wenn der Druck von außen groß ist, machen die Repräsentanten, die wir leider nicht loswerden können, machen sie, was die Bürger wollen. Und sozusagen ist die Demokratie das Korrektiv zum repräsentativen System. Und so kann man es auch sehen. Das ist auch faszinierend, weil dadurch sieht man, es gibt auch keinen Kampf, aber doch sozusagen ein Ringen um Gleichgewicht zwischen Debatte und Institutionen. Und beides braucht es. Und wenn eines Überhand nimmt, dann kommt entweder die Anarchie oder es kommt die Diktatur. Das haben Leute wie Hans Kelsen oder Max Weber, sehr deutsche Denker, die haben das in den 20er Jahren bereits gesehen. Max Weber früher, noch vor der Weimarer Republik, aber Hans Kelsen, der hat einen großartigen Text geschrieben über die Demokratie, wo er sagt, wir können die Tatsache, dass wir uns beherrschen lassen müssen, die können wir nicht vom Tisch wischen. Wir werden beherrscht, ununterbrochen beherrscht von Leuten, die wir nicht gewählt haben. Das Finanzamt, die Polizei, alle möglichen Institutionen. Aber, und da kommt jetzt dieser Punkt, der mir wichtig ist, Kelsen sagt, die Demokratie ist die einzige politische Ordnungsform, die
uns das erträglich machen lässt. Also wir können Herrschaft erträglicher machen, indem wir all die Protestformen aufführen können, die uns die Möglichkeit geben, die Bürokratie und den Staat in seine Schranken zu weisen. Und das ist ein interessanter Gedanke und das wird nie mitgedacht, sondern bei uns wird in der liberalen Demokratie das repräsentative System und seine staatlichen Strukturen, die werden für die Demokratie vereinnahmt. Aber man kann es auch ganz anders sehen. Man kann auch sagen, die Demokratie ist das Gegenteil davon. Und deshalb soll man sich gar nicht darüber mokieren. Das ist Populismus, schrille Töne. Es gibt kein Pöbelverbot in der Verfassung, in keiner. Und das muss man einfach aushalten. Und ich glaube, wenn man diesen historischen Blick darauf hat, kann man viel entspannter beobachten, was passiert. Natürlich kann es auch immer schiefgehen, wie 1933. Das wissen wir alle. Aber das ist kein Grund, um zu sagen, wir machen mit Demokratie mal Schluss, weil es schiefgehen könnte. Das geht leider nicht. Das heißt, wir machen mit Demokratie mal Schluss, zum Beispiel, indem wir Dissens nicht mehr erlauben, zum Beispiel, indem wir Parteien verbieten, oder was meinen Sie? Das ist ein Fehler. Es gibt das Strafgesetzbuch und es gibt Regeln. Wer die bricht, kommt vors Gericht. Diese Regeln haben wir ja alle. Die gibt es ja. Alles andere muss man, auch wenn es hässlich ist, wenn es einem nicht gefällt, wenn man es zum Kotzen findet, muss man es ertragen. Weil alles andere, der Preis wäre mir zu hoch. Sozusagen, ich muss die Demokratie schützen, indem ich den Dissens abstelle. Schützen vor ihren Bürgern. Ja, dann soll man es auch nicht Demokratie nennen. Das ist dann was anderes. Ne? Aber die Versuchung, sozusagen, ist seit dem 19. Jahrhundert ununterbrochen da, diese Spannung, dass da draußen gepöbelt wird, wenn es nicht gut läuft, und drinnen sagt man, das geht aber nicht, das ist ungezogen. Und diese Leute wissen nicht, was sie wollen sollen, und deshalb beenden wir dieses Gespräch. Die Versuchung ist groß. Ich muss nur gerade grinsen, weil ich an einen Bekannten denke. Sie sagen, es ist da was ganz anderes, als draufsteht, und es funktioniert gar nicht so, wie man das sagt. Und der sagte mir irgendwann, nee, das ist wie ein Zitronenfalter. Der faltet ja auch keine Zitronen. Gut. Herr Barbarowski, ich erinnere mich dran, ich habe als ganz junger Journalist in London einen Parlamentarier interviewt, der ein bisschen eine lebende Legende war, Tony Benn. Tony Benn war geboren als Lord Wedgwood Benn und hat seinen Titel abgelegt, um für die Labour Party im Unterhaus sitzen zu können, und war so ein Bollwerk des aufgeklärten Sozialismus im britischen Parlament. Sein Sohn Hilary Benn hat das weitergeführt, und Tony Benn, berühmterweise immer im dreiteiligen Anzug und mit Pfeife, saß mir gegenüber und sagte, sagen Sie mir doch mal, junger Mann, warum glauben Sie, dass Demokratie wichtig ist? Und ich war eigentlich gekommen, um ihn zu interviewen, und habe also angefangen, etwas zu stottern über Repräsentation und Gewaltenteilung und so weiter. Und er wurde sichtlich ungeduldig und sagte, ja, das ist zwar alles richtig, aber das ist nicht das Entscheidende. Demokratie ist nur wichtig, weil es das einzige System ist, das wir kennen, das unblutige Machtwechsel erlaubt. Mhm. Und ich fand das einen sehr schlagenden Gedanken, weil das auch so zurückgeht auf grundlegende Fragen. Es ist immer imperfekt, es wird nie allen gerecht, aber ist das einzige System, was wir kennen, was ein großmögliches Maß an Stabilität, an Kontinuität und an Gewaltvermeidung bietet. Was meinen Sie? Ich würde dem nicht zustimmen. Gut. Aus folgenden Gründen. Also ich glaube erstmal, dass zum Beispiel die Erbmonarchie sehr viel stabiler ist. Gerade nicht in Großbritannien. Ja, kann schief gehen, aber in der Vergangenheit haben im Grunde die Demokratien die Unsicherheit ins Leben gebracht, weil sie bringen ja ein Element in das Leben, das mit Unsicherheit behaftet ist. Man weiß nicht, wer gewinnen wird. Das weiß man vorher nicht. Deshalb lässt man sich auf Demokratie ja überhaupt erst ein, weil das Verfahren offen ist. Wären die Verfahren nicht offen, würde man sich gar nicht einlassen. Wenn man schon weiß, wer immer gewinnt, wie in Russland, ja, dann ist das eben kein interessantes Verfahren mehr. Aber zur gleichen Zeit ist es ja eine Ordnung, in der sich die Verhältnisse immer wieder ändern können und sehr schnell ändern können. Deshalb sind Demokratien nicht immer unblutig. Wenn ich an die
amerikanische Geschichte denke. Und das ist, glaube ich, ganz gut, weil man sich vom Selbstbild des Westens doch auch ein bisschen in Acht nehmen muss, würde ich sagen, die sich immer gerne als den friedlichen Weg in die Moderne bezeichnen. Wenn ich die amerikanische Geschichte nehme, denke an die Rassentrennung, ans Lynching, an die Tatsache, dass Gouverneure in den Südstaaten schwarzen Wählern die Registrierung zu den Wahlen verwehrt haben, mit dem Hinweis darauf, die Mehrheit will das nicht, dann habe ich Zweifel. Wenn ich daran denke, dass die Kolonialmächte in England und Frankreich, dass sie natürlich ihre Verbrechen, die sie in den Kolonien begangen haben, auch mit dem Mehrheitswillen ihrer Staaten legitimiert haben, dann kriegt man plötzlich ein anderes Bild. Also wenn gelten soll, was die Mehrheit will, dann kann es auch heißen, dass die Mehrheit Unangenehmes will, was für andere Menschen unangenehm sein kann. Ich würde immer sagen, nicht die Demokratie an sich führt dazu, dass es unblutigen Machtwechsel gibt, sondern die Gewaltenteilung, die Rechtsstaatlichkeit, die Regelhaftigkeit, die man sich geben muss und vor allen Dingen der Minderheitenschutz, der zu dieser Regelhaftigkeit gehört. Ich würde gar nicht sagen, dass die Demokratie an sich gewaltfrei ist. Sie kann das ganze Gegenteil sein, wie Lenin ganz richtig gesagt hat. Die Diktatur des Proletariats, hat Lenin gesagt, ist die eigentliche Demokratie, weil die Mehrheit entscheidet, was hier gemacht wird und die Minderheit wird unterdrückt. Das ist aber nicht das, was wir uns vorstellen. Was aber eigentlich gemeint ist, ist nicht Demokratie, sondern was gemeint ist, ist Rechtsstaat. Und ich habe meine Zweifel, ob die USA der 60er Jahre wirklich ein Rechtsstaat waren. Eine Demokratie, ganz sicher. Daran kann kein Zweifel bestehen. Aber das würde ich auch aus einer historischen Perspektive immer ein wenig in Zweifel ziehen. Ich würde Tony Benn so weit in Schutz nehmen, dass er das, glaube ich, auch, dass das Rechtsstaatverständnis für ihn auch sehr stark war. Das hat er auch gemeint, ja, klar. Ich glaube schon. Aber ich möchte das noch einen Schritt weiter nehmen. Ich habe mich in letzter Zeit relativ viel beschäftigt mit der Theorie des Spielens und der Politik. Denn Demokratie ist ein Spiel. Es gibt bestimmte Regeln, denen müssen wir folgen und dafür werden wir belohnt oder auch bestraft. Und dieses Spiel muss man mitspielen. Und dieses Spiel funktioniert sehr gut, was weiß ich, wie zum Beispiel auch die Straßenverkehrsordnung, solange genug Menschen genug oft mitspielen. Aber man hat ein ganzes Repertoire des Nicht-mehr-Mitspielens. Man kann einfach sagen, ich will nicht mehr spielen, aber man kann auch eine Pistole zum Schachspiel mitbringen. Wir sind jetzt in einer Zeit, scheint es mir, dass immer mehr Menschen nicht mehr mitspielen wollen, weil sie sich nicht mehr mit den Spielzielen identifizieren. Das Seltsame ist ja, die Regeln, auch wenn sie langweilig sind, werden von Menschen immer noch befolgt. Wenn man Menschen ziemlich unsinnige Regeln auferlegt, dann sind sie trotzdem bereit, sie zu folgen, wenn es ein größeres Ganzes gibt, an das sie glauben. Aber es scheint, dass in unseren Demokratien immer mehr Menschen nicht mehr spielen wollen. Was passiert dann? Ich glaube nicht, dass man, also ich würde nicht sagen, dass das so richtig ist. Ich würde es etwas umdrehen und sagen, man lässt sie nicht mehr mitspielen. Das ist das Problem. Es ist nicht so, dass die Leute nicht mehr spielen wollen. Nämlich zu den Bundestags- und Landtagswahlen gehen ziemlich viele Leute in Deutschland. Da hat die Wahlbeteiligung sogar zugenommen. Aber ansonsten spielen sie keine Rolle mehr. Und das macht die Bürger wütend, dass man sie nicht mehr mitspielen lässt. Dass man sie wie ungezogene Kinder behandelt und sagt, ihr dürft zwar alle 4 Jahre wählen, aber dazwischen bitte ist Schluss mit Spiel. Und das ist ja das Problem. Zum Beispiel nehmen Sie die Kommunalwahlen. Da geht kaum noch jemand hin, weil die Leute wissen, da wird nichts von Belang mehr entschieden, was mein Leben betrifft. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die Parteien spielen keine große Rolle mehr für die Bürger. Die Parteien selbst spielen eine sehr große Rolle, aber für die Bürger spielen sie keine große Rolle mehr, weil sie merken, dass sie nicht mehr die Lautverstärker der Bürger in den Parlamenten sind, weil sie sich verselbstständigt haben. Man könnte sagen, das wäre meine Analyse, die Parteien haben sich auf eine Weise verselbstständigt, dass sie sich nur noch mit sich selbst und den anderen Parteien beschäftigen, aber nicht mehr mit dem Bürger. Und deshalb kann er nicht mehr mitspielen, der Bürger.
Und das, finde ich, ist die größte Herausforderung, dass wir in unserem System keine Möglichkeit der Resonanz, also keine Resonanzböden mehr haben, kein Rückkopplungseffekt. Der war ja mal in den 70er Jahren noch ganz wichtig. Erstmal das Gefühl hatte, die Milieuparteien waren rückgekoppelt in die Ortsvereine und in das, was die Gewerkschaften wollten. Und das ist ja alles weg. Das ist komplett weg. Und da die Parteien und ihre Funktionäre, weil die sich sozusagen mit staatlichen Ressourcen ununterbrochen selbst versorgen, fallen sie selbst dann weich, wenn sie nicht mehr gewählt werden. Dann sind sie woanders. Und das führt dazu, dass diese Resonanzverhältnisse aufbrechen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, der Bürger kann am Spiel nicht mehr teilhaben. Aber das bringt uns schon einen wichtigen Schritt weiter und bringt mich zu meiner Frage, hat die Globalisierung unsere Demokratien geknickt? Ja, das hat sie. Denn was Sie da gerade beschreiben, dass es die Ortsverbände nicht mehr gibt und die Gewerkschaften nicht mehr gibt, das hat mit der Deindustrialisierung des Westens zu tun. Ja, das hat mit der Deindustrialisierung des Westens zu tun, damit, dass Arbeitsplätze verlagert werden konnten. Es hat damit zu tun, dass die Gewerkschaften entmachtet wurden, die keinen Druckhebel mehr hatten, die keinen Druck mehr ausüben konnten und von denen heute ja keiner mehr spricht. Ich erinnere mich an die IG Metall, die großen Arbeitskämpfe. Dass die einzige Gewerkschaft, über die man noch redet, die der Lokführer und Verdi ist, das spricht ja Bände, ne? Weil es da eben nicht um die Industrie geht, sondern um andere Jobs. Also das hat die traditionellen Milieus aufgelöst. Die Kirchen haben an Bedeutung verloren, die Gewerkschaften und damit eben auch die Milieuparteien. Und da sozusagen supranationale Strukturen sich über das Leben gelegt haben und die wichtigen Entscheidungen an transnationale Institutionen übertragen wurden, hat die Demokratie auch sozusagen keine große Wirkung mehr. Die wirklich wichtigen Entscheidungen, die unser Leben betreffen, werden gar nicht mehr demokratisch legitimiert. Das ist ein riesiges Problem. Also, dass das so ist. Zu der Nationalstaatsfrage möchte ich gleich noch kommen, weil das auch, glaube ich, für mich sehr wichtig und sehr schwierig ist. Aber zuerst mal, was Sie da beschreiben, hier ist eine schöne Frage. Warum lassen mächtige Menschen andere Menschen wählen und an der Macht teilhaben? Ich glaube, das ist eine etwas unterschätzte Frage. Es gibt immer Eliten, die sehr viel Macht horten. Ich habe das Gefühl, in der Nachkriegszeit war das in Europa auch so, weil die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer einander tatsächlich brauchten. Die Mächtigen konnten ihre Macht nicht ausüben, konnten auch die Industrien, auf diese Macht ihre Macht gründete, nicht beherrschen, wenn die Arbeiter nicht mitspielten, wenn sie streikten. Das heißt, es gab auf beiden Seiten echte Macht und deswegen haben die Mächtigen einen Großteil der Bevölkerung an der Macht teilhaben lassen. Das ändert sich jetzt in einer digitalisierten Welt und in einer nicht mehr industriell gefassten Gesellschaft. Auf einmal haben wir auch kollektiv viel weniger politische Macht. Die Frage ist, warum soll uns noch jemand an Demokratie teilhaben lassen? Naja, die wichtigen sozusagen Player im ökonomischen Kontext sind ja gar nicht mehr nationalökonomisch verfasst. Also es gibt keine Nationalökonomien mehr, sondern Unternehmen operieren transnational, sind verbunden mit anderen Unternehmen, können gar nicht mehr eigenständig operieren. Und das gibt ihnen ja auch die Möglichkeit, sozusagen immer damit zu drohen, woanders hinzugehen, wenn diejenigen, die die Macht nicht haben, nicht parieren. Ne? Und, oder wenn die Sozialstaaten mit ihren Leistungen und ihren Regulierungen Überhand nehmen, dann gehen die Unternehmen irgendwo anders hin. Und das können sie inzwischen auch, sehr flexibel. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum das nicht mehr funktioniert. In der alten, nationalstaatlich noch verfassten Wirtschaft konnte es sowas wie Sozialpartnerschaft geben. Weil die Arbeiter in der SPD organisiert waren und in den Gewerkschaften und weil die Unternehmer ihre Vertreter in der CDU hatten oder in der FDP oder wo auch immer, das war noch deckungsgleich. Also sozusagen der Wirtschaftsraum und der nationalstaatliche Raum waren deckungsgleich. Aber das hat sich völlig verändert. Absolut, vollkommen verändert. Und das gibt natürlich den Mächtigen sehr viel mehr Möglichkeiten als den Armen.
und den Nichtmächtigen. Das ist vollkommen klar, weil für diejenigen, die nicht mächtig sind, sind die Schutzpatrone weggefallen. Ja, wo sollen die denn herkommen? Die Schutzpatrone, die Gewerkschaften operieren nicht transnational. Das ist eben so. Nein, die Populisten sagen jetzt, sie sind die Schutzpatrone. So ist es. Die bieten diese Funktion jetzt an. Die bieten diese Funktion an, aber sie können das Problem auch nicht bewältigen, weil sie nicht zurück können in die schöne alte Welt. Sie können sie nur in die Stimmung aufgreifen. Das ist alles, was sie können, und das tun sie im Augenblick, und das ist auch wichtig. Ja, dass zum Beispiel die Linkspartei in Berlin, dass sie das Mietenproblem hier aufgreift, ist wichtig, damit sich in diesem Senat was bewegt. Deshalb machen die den Krawall. Die werden das auch jetzt nicht, also sie werden an der globalisierten Wirtschaft nichts ändern können. Aber es ist wichtig, dass diese Probleme artikuliert werden und dass sie laut artikuliert werden, weil die Menschen das bewegt. Und dass Druck gemacht wird, damit man sich überlegt, wie man ungeachtet einer globalisierten Wirtschaft trotzdem bestimmte Dinge regional lösen kann, klären kann. Es war zum Beispiel sehr vernünftig, dass in Parenthese, dass die österreichischen Sozialdemokraten den sozialen Wohnungsbau nicht geschleift haben in Wien. Ja, deshalb ist das noch ein bisschen entspannter als anderswo. Das ist auch schwierig, aber entspannter als andernorts. Es sieht nicht aus wie in London und Paris. Nein, das war eine der wirklich visionären Entscheidungen der europäischen Politik, glaube ich, der österreichischen Sozialisten, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, diese Sachen zu bauen, als kein Geld da war, nichts da war, zu sagen, wir machen das trotzdem, weil es notwendig ist. Absolut, weil die sozialen Folgekosten höher sind, ja, die man dann aufzubringen hat. Jörg Barbarowski, ich habe ein Problem, mit dem ich noch da sitze, und das möchte ich gerne mit Ihnen noch ansprechen. Sie machen sich sehr dafür stark, dass eine Demokratie eigentlich nur im Rahmen eines Nationalstaates funktionieren kann, dass Demokratie ein lokales Phänomen ist, dass Demokratie auf gegenseitigem Vertrauen beruht und dass man das nicht sozusagen endlos ausdehnen kann, dieses Prinzip. Nun ist es so, dass seit dem Krieg in der Ukraine, oder sagen wir seit der Invasion vor 4 Jahren, ich zur Überzeugung gekommen bin, dass nur ein föderales Europa dieser Bedrohung standhalten kann, weil ich glaube, kein einzelner Staat groß genug ist, um nicht nur Russland, sondern auch China und den USA in Propaganda, in Cyberwarfare, in anderen Druckmitteln standzuhalten, und ich glaube, sonst Europa zu einer Kollektion von Kolonien wird, die sich entscheiden, welchem großen Herrn sie sich anschließen, weil sie aus sich heraus nicht die Kraft haben, da zu widerstehen, und dass tatsächlich nur Europa die Kraft hätte, da ein eigenes Modell zu verteidigen. Aber ich meine, dieses Europa wird nie ein Nationalstaat sein. Wie kann das funktionieren? Dass einerseits die Entscheidungsfindung stark und rasch und transparent genug ist, wofür es wirklich eine demokratische föderale Struktur braucht. Und andererseits, ich meine, wir haben berühmterweise zwar Europa geschaffen, nicht aber Europäerinnen und Europäer, dass sich andererseits die Menschen, die davon repräsentiert werden, tatsächlich auch damit identifizieren. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann ja sagen, gut, wir brauchen eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Aber man könnte ja sagen, nach Schweizer Vorbild, bitteschön, dann soll es das geben. Aber den Rest bitte, der wird da entschieden, wo die Menschen leben. Menschen wohnen nicht global, sie wohnen nicht hier und dort, sie wohnen da. Und sie wollen ihre Probleme da gelöst haben, wo sie sind. Und das kann ein föderaler Zentralstaat nicht lösen, dieses Problem. Also die wichtigen Bürgerprobleme müssen dezentralisiert werden. Das hindert doch aber die Europäische Union gar nicht daran, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu entwerfen. Das kann sie ja trotzdem tun. Die Frage ist, wie einfach diese Begrenzung ist. Um diese gemeinsame Politik zu haben, zum Beispiel, müsste es mit ziemlicher Sicherheit eine gemeinsame Steuerpolitik haben. Und dann wird es schon wieder schwierig, denn das greift dann sehr stark in das Leben von Menschen ein. Das heißt, ob man das dann so hygienisch separieren kann, die Außen- und Sicherheitspolitik von den anderen Belangen. Man muss ja natürlich wissen, wie wichtig einem das ist, ob das auf der Prioritätenliste ganz oben ist. Und da bin ich Realist und würde sagen,
fragte man die Bürger in den europäischen Staaten, ob der Abwehrkampf gegen Russland und die Eigenständigkeit Europas prioritär sein soll und ob dafür das Steuergeld aufgebracht werden soll oder ob man sich nicht doch lieber mit den Problemen am Ort befassen sollte, dann glaube ich, wird die Antwort sehr klar ausfallen. Aber ist das nicht eine falsche Alternative? Naja, aber das läuft ja wieder darauf hinaus, dass gewisse Eliten, die sich davon etwas versprechen, den Bürgern sagen, das hat eure Priorität zu sein. Nein, aber ich meine, dass Eliten eine Empfehlung geben, dass Eliten, die ja nicht ein monolithischer Block sind, sondern selbst auch in Parteien zerfallen, dass die Handlungsempfehlungen geben, das scheint mir doch ganz legitim. Absolut, das sollten sie auch, aber man wird ihnen nicht folgen. Das wäre mein realistischer Blick auf die Dinge, weil ich auch glaube, dass die Unterschiede zwischen Menschen im östlichen Polen, für die Russland sozusagen im Kopf immer präsent ist, oder in Lettland, und einem Bewohner in Sizilien oder in Portugal gänzlich anders ist. Und auch die Verweise, also für Spanien und Portugal ist Lateinamerika viel wichtiger als Osteuropa. In Ungarn spielt das eine ganz andere Rolle, wie man sich zur Außenwelt verhält, als in Finnland. Oder wiederum in England und Frankreich mit den alten Empires, auf die diese beiden Länder auch ausgerichtet sind. Die transatlantischen Beziehungen, die für England doch eine größere Bedeutung haben. Europas Stärke ist doch gerade seine Heterogenität. Und ich habe große Zweifel, dass man das unter ein Dach bringen kann. Das ist ein Dilemma, das weiß ich ja auch. Aber ich glaube, man muss auch einfach mit dieser Verschiedenheit zurechtkommen, dass sie so ist und dass man da auch auf keinen gemeinsamen Nenner kommen wird. Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Allein schon die Erfahrungen, die die ganzen Länder Ostmitteleuropas gemacht haben, die doch über Jahrzehnte in einem großen imperialen Raum, der diktatorisch regiert wurde, zu Hause waren, ist eine ganz andere Erfahrung als die Westdeutsche oder Engländer in den 60er, 70er Jahren gemacht haben. Aber ich sage immer, die Zeit der Politik ist kurz und die der Kultur ist lang. Und das sollte man nicht übersehen. Also mir missfällt immer so ein Blick auf Europa, der sich Europa als ein kulturelles, homogenes Ganzes vorstellt. Ich sehe das anders und würde sagen, dass Sie natürlich recht haben. Aber ich glaube, dass man den Empfehlungen, denen wird man einfach aus unterschiedlichen Interessenlagen einfach nicht folgen. Deshalb wird das sehr schwierig werden. Ist es genug, dabei zu resignieren und zu sagen, ja, das ist zwar wünschenswert, dass wir das tun, es wird aber nicht passieren, deswegen versuchen wir es gar nicht erst? Oder ist es dann nicht eigentlich die Verantwortung einer Elite zu sagen, Leute, also ich weiß zwar, dass euch das im Moment zwar nicht interessiert, aber es ist trotzdem wichtig? Ja, man wirbt dafür, klar. Aber man muss dann aber auch verstehen, wenn man einer Elite angehört, die über die kommunikative Hoheit verfügt, dass diejenigen, die man anspricht, dass die auch Wünsche haben. Und dass die auch Empfehlungen abgeben. Nur hören wir sie nicht. Weil diese Leute keine Kanäle haben, um zu sagen, mich interessiert mein Mietenproblem in Berlin. Die Weltpolitik ist mir egal. Darauf will ich verweisen, ja, dass diese Reaktion, das Klima ist ein Luxusproblem für reiche Leute. Das interessiert mich nicht, weil mein Alltag mit Flaschensammeln aufgefüllt ist oder was auch immer man sich vorstellen mag. Und wird auch von Land zu Land sehr unterschiedlich sein, was die Leute für Priorität halten. Oder die ganze Islamproblematik, die in Frankreich ein großes Thema ist, aber nicht in Ungarn. Oder anderswo. Ich glaube, die Prioritäten sind sehr ungleich und verteilt. Und was ich mir immer wünsche, ist, dass man, wenn man zu einer kommunikativen Elite gehört, die kulturelle Hegemonie ausübt, dass man seine Ohren offen hält und hört, was um einen herum passiert. Weil man, wie Sie sagen, man darf nicht resignieren, man kann dann aber besser damit umgehen. Also man kann besser seinen Punkt verdeutlichen, wenn man verstanden hat, dass das für andere keine Priorität hat. Sonst wird man am Ende sehr laut und aggressiv, weil man nicht gehört wird und sagt, die Leute wollen das nicht, die sind dumm. Und weil sie dumm sind, muss man ihnen das einprügeln. Das hat noch nie geklappt. Also entschuldigen Sie, dass ich jetzt so destruktiv bin, aber
Nein, nein, sie sind überhaupt nicht destruktiv. Das ist ja wichtig, solche Perspektiven aufzumachen und auch zu besprechen. Mir ist jede Form von Frömmigkeit immer zuwider und damit auch die Demokratiefrömmigkeit, die von vornherein annimmt, wir müssen alle gesenkten Hauptes dastehen und betroffen sein. Nein, es ist sehr wichtig, offensiv solche Ideen zu besprechen und ich bin Ihnen dankbar dafür. Unsere fast Stunde ist leider zum Ende gekommen und deswegen kann ich nur sagen, kommen Sie bald wieder, damit wir diese Unterhaltung weiterführen können. Aber für heute, es ging um Ihr Buch Am Volk vorbei, das sich mit dem Zustand der Demokratie jetzt beschäftigt und ich kann es nur allen empfehlen und herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wie immer, ausnahmsweise wieder einmal eine Folge auf Deutsch. Sie werden auch in der Zukunft immer wieder passieren. Ich danke Ihnen und empfehlen Sie mich weiter. Liken Sie mich. Ist das nicht ein fürchterliches Wort? Aber gut, da sind wir heute angekommen. Und abonnieren Sie das fleißig. Das hilft mir auch. Dadurch werde ich reich und berühmt. Aber jetzt bleibt mir noch zu sagen, Jörg Barbarowski, herzlichen Dank, dass Sie mein Gast waren. Und danke für Sie. Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Danke.